Das war ein Eintritt in Bosnien. Ich habe mich ja schon aufgeregt über diesen Weg. 500 Höhenmeter, die ich dann auf Kieselstraße runterlaufen musste. Naja, und mein Akku war halt, hat ja nur noch für 300 Meter oder so gereicht. Ja, bin ich in die Stadt gerollt, mit dem letzten Akku. Ich dachte, okay, ich suche mir jetzt ein Hotel, weil ich muss die 2 Akkus laden. Bin ich zu diesem Stadthotel und dann meinten die, ja, du kannst hier schlafen, dein Hund aber nicht. Ich mir so, toll, was mache ich denn jetzt? Das ist das einzige Hotel in der Stadt. Es gibt keinen Campingplatz, es gibt gar nichts. Habe ich gemeint, ja, keine Ahnung, was gibt es denn für Möglichkeiten? Ja, kann sie mir auch nicht helfen. Ich meinte, ja, gibt es hier einen Park, wo ich zumindest schlafen kann? Was war auch mittlerweile schon 8 Uhr. Und da meint sie, ja, da gibt es einen Park, da kann der Hund schlafen, du aber nicht. Naja, und dann war so ein Typ mit dem Fahrrad und der meinte, ja, der Hund kann bei mir schlafen. Ich meinte, ja, ich will nicht getrennt vom Hund schlafen. Ja, und dann sind wir zu ihm. Boah, und dann hat er mir am Tisch schon so Fragen gestellt, ob ich habe jemanden gefragt, wer eine Familie hat. Der meint, nö, ob ich was hätte. Dann habe ich gesagt, ich habe einen Verlobten. Dann war das echt zu unsicher. Meinte er irgendwas, ob er ein eifersüchtiger Typ wäre. Er hat mich dann auch gefragt, ob ich den Verlobten irgendwie verlassen möchte. Ich meine, er kann kein Englisch und kein Deutsch, wir haben uns mit einem Online-Translator unterhalten. Weil im Endeffekt, was er eigentlich wollte, ist Arbeit in Deutschland. Und ob ich ihm die irgendwie beschaffen kann, ob er dann bei mir wohnen kann. Und also ich habe mich super unsicher gefühlt. Und habe echt schon überlegt, ob ich doch das K.O.-Spray holen soll. Dachte, nee, es ist schon alles okay, es wird schon. Und ich liege hier in meinem Schlafsack und Turi ist da. Und ja, am nächsten Morgen bin ich aufgestanden, war auch schon wach. Und es war ganz süß, weil er hat ja schon Frühstück gemacht gehabt, Spiegeleier mit Brot. Und ja, dann hat heute Morgen wieder angefangen mit, wann ich zu ihm zurückkomme, wann ich ihn besuche, wie lange er in Deutschland bei mir bleiben kann. Dass ich zu ihm kommen kann, wenn ich meinen Verlobten nicht mehr mag oder wenn ich ihn doch nicht heiraten will. Und ich habe ihm mehrmals gesagt, dass ich jetzt los möchte, weil es einfach heißer wird. Ich meine, heute soll der 41 Grad Tag werden. Boah, ich bin auch ganz schön platt von gestern, ey. Krass, was merke ich von meinen Beinen. Ich hatte gestern auch echt ein komisches Gespräch, wo er meinte, er möchte gerne 10 Euro für Strom haben für die beiden Akkus zum Aufladen. Wir haben uns dann auf 5 geeinigt, weil 10 war schon ein bisschen hart. Mir fällt jetzt echt ein Stein vom Herzen aus dieser Begegnung vorbei ist. Ich meine, natürlich war es echt die Rettung in der letzten Not. Meine beiden Akkus sind geladen und da bin ich auch echt froh drum. Und auch einfach, dass er mich auch wirklich persönlich in Ruhe gelassen hat, dass er immer nur das mit Gesprächen versucht hat. So, heute geht es irgendwie nur diese Straße lang, 85 Kilometer bis nach Mostar. Aber es sind echt kaum Autos unterwegs. Ich hoffe, das bleibt so und es liegt nicht nur am Morgen. Bosnien sieht leider nicht anders aus bisher als Montenegro, was Müll angeht. Wir werden bestimmt noch mehr Stellen entgegenkommen. Ich meine, es sind hier überall kleine Sachen am Rand, aber natürlich auch ein bisschen größere. So, wir haben hier eine Trinkwasserquelle gefunden. Und die ist perfekt, um Zuri ein bisschen abzukühlen. Trinkwasserquelle. Das scheint Bergbäche wahrscheinlich zu sein. Was echt praktisch ist. Auch wenn man irgendwie sich waschen will oder Haare waschen oder so. Und Dachs. Oh. Schon so viele tote Tiere auf der Straße gesehen auf der Reise. Das ist echt krass. Tatsächlich einmal. Da ist tatsächlich, hat das Auto vor mir eine Katze überfahren. Oh, das war so mies. Ich habe es nur schreien gehört und die Katze dann wegrennen. Ich hoffe, sie hat es überlebt. Zuri hat so lange genervt, dass ich sie jetzt auch rausgelassen habe. Hier kommen sowieso kaum Autos. Und sie hat irgendwie echt Bewegungsdrang. Ich habe echt gedacht, dass sie von gestern platt ist, aber scheinbar nicht. Es ist noch nicht so warm, von daher ein paar Kilometer sollte es gehen. Fuchs, ist auch schon wieder so ein großes Tier. Oh Mann. Fuchsbaby. Oh. Schon lustig, wie man immer so die Kühe am Straßenrand sieht und auf der Straße. So. Zuri ist jetzt auch glücklich im Wagen und chillt, auch ausgepowert. Seht ihr das? Das ist alles voller Müll. Einfach runtergekippt. Hat jemand sein ganzes Haus entsorgt. Langsam bin ich bereit für eine Pause. Ich bin ja schon 46 Kilometer gefahren. Das ist schon krass. Und das ist 11:45. Zuri ist auch genervt. Naja, ich warte eigentlich darauf, dass ich irgendwo ein Restaurant finde,
wo ich Cappuccino trinken kann und ein bisschen Akku laden kann, nachladen kann, weil das rentiert sich natürlich dann immer die Pause damit zu verbringen. Aber es ist schon krass, seit wir Gakko verlassen haben, vor 46 Kilometern, ist echt nichts aufgetaucht. Und 1 Kilometer später gibt es was. Sehr nice. Überall die alten Golfs, die sieht man noch überall auf den Straßen, das ist echt spannend. Fast jedes dritte Auto, was einem begegnet, ist ein alter Golf. Müll, seht ihr das? Müll, Müll, Müll. Ja, die Bosnier sind wirklich vorbildliche Überholer. Also wenn es geht, dann überholen sie wirklich komplett auf der Gegenspur. Und das hast du in Kroatien, hättest du es nur wünschen können. Selbst die LKWs überholen komplett auf der Gegenspur. In Kroatien haben sie echt nur einen Zentimeter Platz gelassen. Aber die LKWs ja immer noch besser waren als die Busse. Hier ist echt perfekt. Ich habe heute auch eine Deponie gesehen. Da wird einfach der komplette Müll im Offenen verbrannt. Wirklich schöne Aussicht, kann man nichts gegen sagen. Und dann guckt man sich das alles mal genauer an und sieht, dass das alles zugemüllt ist. Hier wird seinen ganzen Hausstand entsorgt. Das ist richtig krass und es stinkt ekelhaft. Das ist hier überall. Das ist echt schade. Hier alles voll. Das ist schon krass. Na gut, nachdem wir diese halbe Mülldeponie begutachtet haben, geht es weiter den Berg runter. Das ist schon krass, wir sind jetzt schon von 1100 auf 380 Meter runter und der Wind ist einfach so heiß wie ein Föhn. Das ist super übel. Also unten müssen es mindestens 41 Grad sein, was die auch gesagt haben. Oben war es 31, das war echt angenehm. Also, um das mal kurz zu zeigen, das ist die Aussicht, die ich eigentlich genießen wollte. Ist schon schön. Hier da die Burg. Aber um da hinzukommen, muss man sich einen Weg bahnen durch den Müll. Das ist schon einfach nicht mehr schön. Ich verstehe das auch nicht. Er hat alles einfach hingeschmissen. Runter und es ist unglaublich heiß. Also das ist echt wie ein Schlag ins Gesicht. Das ist so warm, das ist krass. Also es könnte tatsächlich das Wärmste sein, das wir bisher auf der Reise hatten. Die 38 Grad in Italien übertreffen. Wir fahren jetzt nach, ich weiß nicht so genau wie das heißt, Blaj vielleicht, einem kleinen Flüsschen. Da werden wir kurz verschnaufen, dann nach Mostar fahren. Ist auch nicht mehr weit, vielleicht 5 Kilometer von hier oder 10. Wir sind in so einem kleinen Örtchen angekommen, wo es nicht so viel gibt, außer diesen Fluss. Und wir haben hier eine nette Bar gefunden, die Lazy Bar. Hier werden wir mal ein bisschen chillen. Wir sind in der Lazy Bar. Ich habe mir jetzt den Radler geholt und chill jetzt in der Hängematte. Das sind echt 40 Grad. Das ist perfekt, das Zuri kann rein. Sie hat schon Spielfreunde gefunden. Na? Hallo? Hallo? Perfekt für Zuri. Gott, ey, was ist das für ein Berg? Das heißt noch 10 Kilometer bis Mostar. Ja, das sind schon wieder Treppen, die mich runterjagt. Der ist ja lustig. Ah, Komoot. So,
So, das ist Mostar. Da ist die Brücke. Aha, krass. Ich bin jetzt in einem traditionellen Restaurant und esse jetzt ein traditionelles vegetarisches Gericht und ein bisschen Grünsalat und ein Mostar-Bier. Und dann bin ich gespannt, wo ich heute Nacht schlafen werde. Wir haben jetzt die berühmte Brücke betreten. Wir laufen einmal über sie drüber. Aber ich habe ehrlich noch nicht herausgefunden, warum sie so toll ist. Ist auch sehr muslimisch, dieses Städtchen. Ist auf jeden Fall sehr rutschig. Diese Brücke. Sorry, langsam. So der optimale Schlafplatz, aber ich denke, hier werden wir irgendwo in der Müllininsel liegen. Es ist 4:45. Es wird zum Gebet gerufen. Aber sowieso unsere Aufstehzeit. Ich wollte hier weg, bevor es hell wird. Wie man das sieht, hier mein Schlafplatz. Aber es war schon echt viel los heute Nacht. Das ist hier schon eine Stunde Rudel, weil es die lieb sind. 10:06. Wir kommen tatsächlich so vor, als würde der Müll zu wenig abgeholt werden. Ich habe schon überall übervolle Mülltonnen gesehen. Dann ist klar, dass die Leute anfangen, das daneben zu schmeißen. So, wir sind auf dem Weg nach Sarajevo. In Jablanica treffen wir eine Frau, die mich in Kotor gesehen hat, in Montenegro. Und seitdem schreiben wir bei Instagram und das ist super cool. Die wohnt in Sarajevo, die fährt aber jetzt in Urlaub. Und dann meinte sie, ja, dann lass doch hier auf dem halben Weg treffen, weil die heute irgendwie Richtung Split fährt. Ich bin sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall immer cool. Sehr viele Tipps gegeben zu Bosnien, was ich zu beachten habe. Die Karten hier veraltet. Hier steht bei mir, dass ich diesen Berg drüber muss. Das sieht schon danach aus, der Tunnel schon ein bisschen länger da wäre. Das ist gut für mich. Es kommt ein Tunnel nach dem anderen. Bosnien dreht sich sehr, sehr viel über gefallene Brücken oder über. Das hier ist eine Brücke, die von den eigenen Leuten zerstört wurde, um im Zweiten Weltkrieg die Angreifer abzuhalten, einzumarschieren oder über diese Brücke zu gehen. Deshalb wurde die dann auf Befehl kaputt gemacht und sie zählt jetzt noch als Wahrzeichen. Noch mehr Radreisende. Ja, cool. Das Treffen war super cool. Schön, wenn man Leute von unterwegs trifft, wenn man da nochmal begegnet. Hi! Oh, hier ist echt viel Verkehr.
Mostar ist bekannt wegen seiner Brücke. Ich habe mich den ganzen Tag gefragt, was macht diese Brücke so besonders? Und heute habe ich mich ja mit Safir von Sarajevo getroffen. Die haben mir erzählt, dass die Brücke irgendwie Baukunst ist. Super alt oder im Krieg zerstört wurde. Keiner weiß, wie die aufgebaut wurde. Das heißt, man konnte sie nicht nachbauen. Man hat sie versucht nachzubauen, aber halt mit anderer Technik. Und das hat die wohl so besonders gemacht, weil sie halt sehr, sehr schön aussieht und einfach diese ganz, ganz besondere Baukunst hat. Und zwar die gleiche von dem Architekten, der auch die blaue Moschee in Istanbul gebaut hat. Der wohl irgendwie Da Vinci des Ostens seiner Zeit gewesen sein soll. Das ist schon krass. Das Wasser wirkt schon fast unnatürlich blau. Das ist echt verrückt. Echt schön. Puh, das ist so heiß. Jetzt freut man sich über jeden bisschen Fahrtwind. Heute Morgen war es so windig. Der hätte ein bisschen Wind weggegangen, gekonnt, wie auch immer. Und jetzt steht alles. Ich freue mich schon über die Tunnel. Es war immer ein bisschen gefährlich, weil die so dunkel sind. Aber es ist zumindest kühl. Vorne seht, alles auf Arabisch auch geschrieben. Das liegt daran, dass hier sehr, sehr viele Araber Urlaub machen oder tatsächlich sich sogar Häuser kaufen. Weil hier nämlich 50% Muslime leben und die sich dadurch sehr, sehr wohlfühlen, weil es ihre eigene Kultur ist. Aber es natürlich alles sehr, sehr viel grüner ist, sehr bewaldeter, die das Klima mögen. Sieht man hier im Sommer sehr, sehr viele Araber auch. Wenn man tatsächlich Leute sieht, verhüllt sind, insbesondere Frauen, sind das alles die arabischen Touristen, weil die einheimischen Muslime sind wohl sehr, sehr liberal. Noch eine berühmte Brücke. In Bosnien gibt es sogar den. Schauen wir mal über die berühmte Brücke. Wow, bisschen holprig. Sind wir doch in der Touri-Street angekommen. Und es ist jetzt Zeit für eine kleine Pause. Von fast 70 Kilometer. Wir haben jetzt ein kleines nettes Restaurant gefunden. Aber es gibt kein Bier, das ist sehr erstaunlich. Aber die Brücke ist hier ganz nah. Also habe ich Orangensaft geordert. So, noch eine kurze Abkühlung für Zuri. Dann haben wir noch 60 Kilometer bis Sarajevo. 120 Kilometer Tour. Dafür bin ich noch nie gefahren. Aber ich habe heute Abend ein Hotel organisiert bekommen. Also es wäre blöd, wenn ich das nicht wahrnehmen würde. Mal wieder ein Berg. Langsam geht mir auch die Power aus. Aber wir haben noch um die 50 Kilometer. Bosnien hat schon echt wunderschöne Berge. Aber auch ganz schön viele davon. Der Berg zieht sich noch etwas. Wow. Puh, 500 Höhenmeter Anstieg nach 80 Kilometern Fahrradfahren war jetzt schon nicht übel. Aber ich glaube, ich habe den Berg geschafft. Und jetzt dürfte es zum großen Teil Berg runtergehen nach Sarajevo. Das wäre schon echt geil. Wobei wohl noch echt ein fieser Tunnel kommen soll, der nur einspurig ist. Mal gucken. Ich hatte mich irgendwie zu früh gefreut. Der Berg ist noch nicht zu Ende. Wir sind schon auf 860 Meter. Also 700 Höhenmeter schon. So, 920 Meter haben wir jetzt. Und jetzt kommt der einspurige Tunnel. Hoffen wir mal. Kein Bus kommt. Okay. Dass es weiter geradeaus geht und nicht berghoch. Krass, wie viele Autos einen im Tunnel überholen können, ey, übel. Ich habe schon den Turbo-Modus angemacht, damit ich mit 27 km/h da durchfahren kann und trotzdem so viele Autos, scheiße. Das war schon ein bisschen ungeil. Oh, was ist das jetzt? Oh, Unfall. Oh, shit. Obi gibt's ja auch. So, wir sind jetzt kurz vor Sarajevo. 113 Kilometer. Ich glaube, ich habe Glück, dass ich Sonntagabend um 7 Uhr nach Sarajevo reinfahre. Ich könnte mir vorstellen, dass das Montagmorgens etwas anders aussieht hier. Weil das ist, glaube ich, schon so die Stadtautobahn. So, wir sind in Sarajevo. Schon erstaunlich. Die ganzen alten Häuser treffen auf die super modernen hier. Zwei Welten aufeinander drauf. Guck mal, Porsche vor diesen Häusern. Tja, man fragt sich nur, warum der Fahrradstreifen auf einmal aufhört. Wenn man immer noch mitten in der Stadt ist und dann nicht auf diese Straße zurück möchte.
schaut mal hier, haben sie eine Fahrradstraße und Fußgängerstraße draus gemacht. Das finde ich ja richtig geil. Am Fluss entlang, das ist schön. Nutzen wir die Fahrradstraße, um Zürich ein bisschen Bewegung zu geben. Ich glaube, es sind noch 3 Kilometer. Den Bürgersteig ausgewichen, aber es ist schon echt schwer zu fahren. Es ist Sonntagabend, ich verstehe gar nicht, warum so viele Leute hier sind. Die deutschen Städte sind Sonntagabends immer leer. Hotel Bär, da ist es. Aha, gefunden.